Willkommen zu einem weiteren Liederwunsch, diesmal speziell vom Alexander. Ja, ausgeliefert. Österreichischer Welthit eigentlich. Starten wir gleich mit den Akkorden. PDF gibt es wie immer hier unten in der Beschreibung auf meiner Tippe und auf meiner Patreon-Seite. Check it out. Erster Akkord. A. B-Moll. So oder einfache Version nur 4 Fingern. D. Achtung hier, nur die unteren 4 Saiten spielen. Und E, alle 6 Saiten. Die letzten beiden Cis-Moll. Solltest du noch zu den kompletten Anfängern gehören, gebe ich dir jetzt einen Megaschmäh, nämlich Paralleltonarten. Du kannst Akkorde ersetzen. Es gibt sogenannte Akkordfamilien. Cis-Moll und E-Dur, immer eine kleine Terz Abstand, sind sogenannte Akkordfamilien. Die gehören zusammen. Da sind dieselben Töne drinnen. Das macht das Ganze sehr praktisch. Statt dem Cis-Moll können wir einfach E-Dur spielen. Das klingt dann so. Aber jedes Mal, wenn ich mal denke, ich geh, jedes Mal, wenn ich mal denke, ich geh. Lass dich nicht täuschen, es klingt sehr ungewohnt, aber es ist musiktheoretisch und auch harmonisch total richtig. Wie findet man das raus? Einfach indem man einen Song zu einer Chord Melody macht. Ich singe ja jedes Mal, ist die Note Des, also Cis, ja, whatever, und das kombiniert mit einem E-Dur. Kann man absolut machen, das reibt sich nicht. Aber eben, wenn es geht, original. Jedes Mal mit Cis-Moll und letzter Akkord, Fis. Moll. Ja, wir sind noch bei den Akkorden gewesen. Notiz an mich. Okay, Schlagmuster. Bleiben wir von A-Dur-Akkord. Konzentrieren uns nur auf die rechte Hand. Ich spiel's dir vor, zählst du mit, steig ein, wenn du soweit bist. 1, 2, 3, 4. Runter, runter, rauf, rauf, runter, 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 rauf, rauf, runter, runter und runter, runter, rauf, rauf, runter, 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 rauf, rauf, runter, runter. Bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und wie ich's mache, ich habe am Ende noch so runter, runter, rauf. Runter, rauf. Da war's. 2, 3, 4. Runter, rauf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Ich mach's, weil ich relativ schnell bin im Akkorde umgreifen. Das heißt, es geht sich bei mir aus, dass ich dann runter rauf mache und dann schnell den nächsten Akkord greife. Wenn du noch nicht so schnell sein solltest im Akkorde umgreifen, dann mach das runter rauf am Ende nicht, sondern halte dich ans Originalschlagmuster, so wie ich es eingeblendet habe, so wie es auch im PDF steht. Weil dann hast du einfach viel mehr Zeit zum Umgreifen auf den nächsten Akkord. Lieder leben ja von Dynamik. Und wenn wir so ein halbwegs langweiliges, unter Anführungszeichen, Lied zum Spielen haben, wo einfach immer dasselbe Schlagmuster, es ändert sich nicht vom Schlagmuster, es ändert sich nicht vom Takt und so weiter, dann gebe ich da als Tipp, baue es unbedingt dynamisch auf. Die Strophe leiser und den Chorus lauter. Und sollte dir immer noch langweilig sein beim Spielen, dann baue jetzt noch Sus-Akkorde ein. Sus-Akkorde machen Standardakkorde wie der magisch klingen. Ist gleich ein komplett anderer Charakter. Sowas hören wir eher selten in Popsongs. Meistens hören wir wie wäre es aber stattdessen mit Magic. Und zwar am besten nicht von Anfang an des Schlagmusters, sondern immer im Schlagmuster drin den Akkord zu einem Sus-Akkord verwandeln. Beispiel. A Sus 4, B-Moll, B Sus 2, D Sus 2, E Sus 4. So kann man das machen.
Spiele einfach selber ein bisschen herum. Was für dich gut klingt, funktioniert meistens am besten. Alles klar? Spielen wir das Ganze mal zusammen. Gleich ab der ersten Strophe. 1, 2, 3, 4. Es ist traurig. Runter, rauf, rauf, runter, runter. B-Moll. Runter, rauf, rauf, runter, runter. D. Runter, runter, rauf, rauf, runter, runter. E. Runter, runter, rauf, rauf, runter, runter. A-Moll. Warum? Sollen wir uns quälen? 2, 3, wenn uns Gemeinsamkeit völlig fehlt. Bridge, bisschen lauter, zieh's mal. Wann immer denk ich geh, zieh's mal. Fis. B-Moll. D. E. Jesus 4, was auch immer. E-Dur. Bisschen lauter jetzt. Ich bin mir ausgeliefert, jede Nacht. Du hältst mich gefangen. 1, 2, 3, 4, A. Danke wieder fürs dabei sein. Wenn dir das Video gefallen hat und was gebracht hat, gib mir bitte ein Like und abonniere auch meinen Kanal, falls du es noch nicht schon gemacht hast. Danke auch an meine ganzen Unterstützer, Patreons und Tippes, ihr seid die geilsten. Spezielles Danke an dich, Robin, als mein Platinum-Patreon-Mitglied. Platinum-Mitglieder werden namentlich erwähnt in meinen Videos und bekommen auch ein bisschen Skype oder Zoom oder was auch immer unter euch. In diesem Sinne habt ihr alle eine fantastische musikalische Woche und bis zum nächsten Video. Cheers!